Ihr wart unvorsichtig beim Einsteigen in euer Auto und seid versehentlich mit so einem Zollstock oder einem spitzen Gegenstand gegen euer Lederlenkrad gekommen. Und jetzt denkt ihr, das geht ja nie wieder heile und kann man denn da was machen? Nach dem Intro zeige ich euch, wie man es repariert. Ja, sehr ärgerlich, wenn einem das passiert. Mir ist es jetzt auch mehrfach schon passiert und ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum sind denn da so eine komischen Schrammen an meinem Lenkrad? Bis ich dann gemerkt habe, warst du selber. Ja, immer den Zollstock hier in der Tasche gehabt und dann beim Einsteigen, das ist dann genau die Höhe, wo man dann hier drüber schraubt. Und dann habt ihr hier so eine hässlichen Marker. Jetzt würde man denken, oh Gott, das ist versaut und ist halt eingerissen und wie bei Kunststoff irreparabel. Aber es ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Mit der Zeit verschwinden diese Marker auch zum Teil. Also hier sind auch welche drinne, die sieht man nur noch ganz leicht. Das liegt einfach an dem Leder. Das drückt sich mit der Zeit irgendwann wieder platt. Das heißt, wir könnten jetzt auch hergehen und könnten sagen, okay, wir drücken jetzt hier das so lange mit dem Daumen wieder rein. Ihr seht dann schon, wie es jetzt zum Großteil verschwunden ist tatsächlich. Also hier, wo ich mit dem Finger eben schon drüber, gequetscht habe, sage ich jetzt mal, da ist es schon kaum noch zu sehen. Hier oben noch ein bisschen mehr. Hier fühlt sich auch deutlich rauer an. Aber weg ist es so natürlich noch nicht. Ja, was brauchen wir jetzt dafür für die Reparatur? Das ist eigentlich relativ easy. Also erstmal brauchen wir einen Reiniger. Ich nehme jetzt hier den Lederreiniger Stark von Colorlock. Danach müssen wir das quasi glätten. Glätten tut man tatsächlich mit Schleifpapier. Das sind jetzt so eine Schleifpads, die sind auch vom Lederzentrum, also Colorlock Lederzentrum, das ist halt dieselbe Firma. Und die sind speziell für Leder damit, das ist jetzt hier, ich meine 400er, gibt es auch noch deutlich feiner, je nachdem welchen Schritt ihr jetzt habt. Hier, wir wollen ja ein bisschen was abtragen sozusagen, wir wollen schon die Oberfläche glätten. Es ist ja auch ein glattes Lenkrad, es ist nicht rau oder so, es ist halt wirklich ein glattes Lenkrad. Dann holen wir ja auch relativ viel Farbe runter, selbst mit dem Reiniger holen wir schon Farbe runter. Das heißt, wir müssen auch wieder Farbe drauf machen und dafür nehme ich einfach Leder Fresh. Das reicht an der Stelle schon völlig aus, das ist halt eine Auffrischung, es ist keine komplette Färbung und es hilft uns dann einfach wieder schöne, satte, schwarze Farbe zu bekommen. Was brauchen wir noch als Hilfsmittel? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Lappen für eure eigene Sicherheit. Handschuh tragen, ganz wichtig. Wir arbeiten hier auf jeden Fall mit starkem Reiniger und mit Chemie. Die schwarze Farbe, die hält ganz wunderbar, auch auf eurer Haut. Damit die Farbe dann schneller trocknet, nehme ich noch einen Heißluftföhn zu Hilfe. Zeige ich euch dann an der Stelle mit welcher Einstellung. Damit geht es dann einfach viel, viel schneller. Ja, denkt dran, die umliegenden Bereiche auf jeden Fall zu schützen. Ich habe das jetzt hier mit so einem Tuch abgedeckt. Der Tacho, der möchte nicht unbedingt irgendwelchen Reiniger abbekommen und jetzt werden da die Scheiden blind. Das wollt ihr nicht. So, Dosierflasche, bisschen was aufs Tuch geben. Ich mache das immer so ein bisschen breit und dann könnt ihr hier erstmal ordentlich reinigen. Die meisten Lenkräder haben das meistens bitter nötig. Man sieht das meistens gar nicht auf den Lenkrädern, weil sich da so ein grundsätzlicher Film bildet, der schwer zu sehen ist und es schleicht sich halt auch so ein. So, ihr seht, es kommt ordentlich Dreck runter. Das Ganze macht ihr jetzt erstmal am ganzen Lenkrad. Wir machen nicht immer nur irgendwelche kleinen Bereiche sauber, sondern wir wollen das ganze Lenkrad sauber machen. So ein Mikrofasertuch reicht hier an der Stelle auch völlig aus. Ihr könnt, falls ihr noch ein bisschen mehr Reinigungsleistung braucht, nehmt ihr ein Scrub-Pad, aber bitte nicht irgendwie eine harte Bürste oder so. Das ist an der Stelle ein bisschen zu krass. So, Reinigung haben wir abgeschlossen. Ich habe jetzt ein paar Mal bin ich ringsherum gegangen, um es halt wirklich mal intensiv zu reinigen. Der Schritt hat jetzt auch nur 5 bis 10 Minuten gedauert, also auch nicht wahnsinnig lange. Geht recht fix, vor allem mit den entsprechenden Produkten. So, nochmal drüber gewischt mit klarem Wasser, dass es quasi sauber ist. Und jetzt würden wir anfangen, das Ganze zu schleifen. Das heißt, ich nehme mein Schleifpad und gehe über die Bereiche, die halt betroffen sind, drüber, ein bisschen großflächiger. Aber hier jetzt nicht diese Bewegung machen mit dem Pad, also dass ihr das quasi komplett rumlegt und dann einmal ringsrum geht. Das würde ich nicht empfehlen.
weil damit raut ihr dann auch die Nähte auf und das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass die Nähte am Ende beschädigt sind oder so krass aufgeraut sind. Die sollen natürlich glatt und schön bleiben und natürlich auch nicht zerstört werden. Das ist ganz wichtig hier an der Stelle. Wir wollen nur die entsprechenden Defekte korrigieren und nicht noch irgendwie Schaden machen. Also ich habe mir das Auto jetzt ein bisschen hochgefahren, damit ich hier besser rankomme. Man sieht diese Markierung jetzt durch das Reinigen und durch das starke Reiben schon fast gar nicht mehr. Das ist natürlich schon hervorragend für uns. Das heißt, unser Defekt ist kaum noch zu sehen. Man sieht aber hier halt überall, je nachdem wie man halt drauf guckt, überall so ein paar Marker. Und die wollen wir jetzt einfach ein bisschen reduzieren. Und das tun wir, indem wir halt mit dem relativ feinen Schleifpapier drüber gehen. Seht, die Oberfläche wird jetzt natürlich dann matt dadurch. Das ist ganz normal. Das ist ja klar, wir schleifen drüber, passt ein bisschen hier mit den Armaturen auf. Nicht, dass ihr euch die auch noch gleich mit anschleift. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist so nicht gewollt. Ansonsten geht ihr hier über diesen Bereich einmal drüber. Ihr müsst nicht über das ganze Lenkrad gehen, wenn da gar keine Schäden sind. Ihr seht das ganz gut im Licht, wann welcher Defekt weg ist. Man sieht dann immer ganz gut glänzende Bereiche und nicht glänzende Bereiche. Und wenn ihr halt diesen wunderschönen Bereich dann da weg habt, an der Stelle, wo er halt weg soll, dann ist alles gut. Dann könnt ihr auch aufhören. Ihr müsst jetzt hier nicht ewig dran schleifen, sondern es geht hier nur darum, den Defekt ein bisschen wegzuschleifen, sodass wir ihn am Ende dann wieder vernünftig überfärben können. Am Ende nehmt ihr das hier alles ein bisschen ab. Dann seht ihr natürlich, dass wir jetzt hier Bereiche komplett farblos geschliffen haben. Das war jetzt zu erwarten. Wenn ihr das Lenkrad jetzt soweit geschliffen habt, dann müsst ihr es vorm Färben noch entfetten. Ich mache das jetzt hier mit Reinigungsbenzin extra für Leder. Einfach ein sauberes Mikrofasertuch oder das, mit dem ihr eben den Staub abgewischt habt, könnt ihr ja auch nehmen. An der Stelle, das ist jetzt nicht tragisch. Und dann einfach ein bisschen benetzen. Ich sag nicht üppig. Ein bisschen, immer ein bisschen nehmen. Und dann geht ihr quasi nochmal über die Stelle drüber, ganz wie man es bei Lack auch machen würde, einfach zum Entfetten, zum zusätzlichen Reinigen. Ihr seht dann auch, wie hier der Staub und Dreck im Tuch gebunden wird. Den Rest könnt ihr auch nochmal überwischen, wenn ihr das möchtet. Da wir ja überall gleich nochmal mit Lederfrisch drüber gehen. Es würde aber auch reichen, an der Stelle jetzt mit dem Lederreiniger drüber gegangen zu sein. Aber sicherer ist natürlich immer mit Lederbenzin. Also mit Reinigungsbenzin das Ganze zu reinigen. So ist einfach ein besseres Ergebnis. Bevor wir jetzt tatsächlich anfangen mit dem Färben, würde ich euch empfehlen, die Bereiche, die ihr nicht einfärben wollt, zum Beispiel diese Hochglanzleisten, einfach vorher abzukleben. Dann nehmt ihr dünnes Klebeband für den Zweck halt und klebt die Bereiche vorher ab. So müsst ihr die hinterher nicht nochmal extra säubern. Lieber 5 Minuten mehr Arbeit im Voraus, als dass ihr hinterher euch eine halbe Stunde hinsetzen müsst, um dann nachzuarbeiten. So, und damit das Lenkrad auch wieder eine schöne schwarze Farbe bekommt, nehmen wir jetzt das Lederfrisch, so einen kleinen Schaumstoffschwamm. Das wird gleich tupfend aufgetragen, passt ein bisschen auf mit der Farbe. Es ist halt wirklich Farbe, überraschenderweise. Lasst es nicht drauflaufen, sondern macht es dezent. Nehmt nicht übermäßig viel, sondern nur so viel wie nötig. Denkt dran, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Auch das ist bei der Fahrzeugpflege ein guter Rat. Die erste Schicht könnt ihr ruhig etwas satter machen. Das Ganze lassen wir dann erstmal zwischentrocknen. Ich beschleunige das Ganze gleich noch mit dem Heißluftföhn. Und dann können wir gleich noch eine zweite oder dritte Runde fahren, je nachdem, wie dann das Ergebnis ist. Es muss euch am Ende dann auch gefallen. Es muss dann auch wieder gut aussehen. Und dann sind wir schon fertig.
Ja, jetzt sieht das Lenkrad wieder richtig gut aus, selbst wenn man sich doll anstrengt. Man sieht keinen Defekt mehr. Es fühlt sich auch sehr schön neuwertig, griffig und sauber an. Ihr könnt es jetzt sofort wieder benutzen. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr das anfasst und die Farbe abfärbt. Das war es im Grunde genommen. Es war auch eine intensive Reinigung gleich und eine komplette Auffrischung des Lenkrads. Das kann man schon regelmäßig machen, aber ich würde euch empfehlen, den Schritt mit dem Schleifen nicht immer zu machen. Dann lieber aufpassen beim Einsteigen. Guter Tipp ist hier tatsächlich, das Lenkrad so hoch wie möglich zu stellen. Kommt immer darauf an, wie eure Sitzgewohnheit ist, ob euch das passt. Aber zum Ein- und Aussteigen ist es natürlich recht angenehm und erleichtert einfach, das Schadensrisiko zu minimieren. Ja, das war's schon wieder von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ergebnis hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar Tipps geben, wie ihr was reparieren könnt oder dem einen oder anderen Angst nehmen, dass jetzt irgendwas irreparabel ist oder riesengroßer Aufwand wäre, das zu reparieren. Ihr habt es gesehen, es geht wirklich relativ fix. Ich sag mal, in einer halben Stunde ist das Ganze im Endeffekt erledigt. Das heißt, ihr könnt bei so einer Lenkrad-Auffrischung, ich sag mal, höchstens 50 € ausgeben. Viel mehr wäre da schon fast Wucher. Also jetzt für einen Fall wie diesen einfach komplette gründliche Reinigung, neu einfärben und vorher noch ein bisschen schleifen. Bei so einem Lenkrad, das ist jetzt nichts Ausgefallenes, das ist ein komplettes Durchschnittslenkrad. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Ich habe so viel neue Zuschauer, aber nicht jeder abonniert den Kanal. Abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Am Mittwoch gibt es immer einen Werkstattvlog, wenn ich es schaffe. Und am Sonntag gibt es immer ein Video zur Fahrzeugaufbereitung bzw. zum Thema Fahrzeugpflege. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Kein Kundenauto musste dafür leiden. Nein, Spaß beiseite. Deswegen habe ich das genommen und weil ich halt diesen Schadensfall an meinem eigenen Auto halt hatte. Ja, es wird immer gut behandelt.